In diesem Video möchten wir gerne unsere Ausbildungsanlage LC2030 etwas vorstellen. Eine Anlage, die für die Ausbildung in der Automatisierungstechnik eingesetzt werden kann, speziell für die Regelungstechnik und Steuerungstechnik. Im Grunde genommen besteht diese Anlage aus zwei Wasserbehältern, einmal unserem Haupttank, dem sogenannten Produktionstank, sowie einem weiteren Ausgleichsbehälter. Die Anlage ist ausgerüstet mit 5 verschiedenen Sensoren, die analoge Messwerte liefern. Damit können dann am Ende 5 verschiedene Regelkreise realisiert werden. Und zusätzlich haben wir hier noch 3 binäre Füllstandsschalter sowie am Bedienpult 3 Schalter und 2 Taster sowie 3 binäre LEDs, mit denen sich dann verschiedene binäre Steuerungsaufgaben umsetzen lassen. Alle Signale, Eingänge und Ausgänge dieser Anlage sind verfügbar über diese 4 mm Sicherheitsbuchsen am Bedienpult. Dort kann dann eine beliebige Steuerung, zum Beispiel eine SPS, angeschlossen werden, um diese Anlage zu steuern und zu regeln. Oder man verbindet die Anlage über unser I/O-Board mit einem PC, auf dem dann unsere Software, das LC2030 Training, läuft. Dieses Training ist ein komplettes Prozessleitsystem für die Anlage, also eine komplette Automatisierung, mit der die Anlage komplett gefahren werden kann. Zudem bietet dieses Training verschiedene Aufgaben als Einstieg in die Regelungstechnik und Steuerungstechnik und führt einen so ganz gut durch diese Themenkomplexe. Ich möchte jetzt gerne die einzelnen Komponenten etwas näher beleuchten und im Detail vorstellen. Angefangen mit den Aktoren, also ausgerüstet ist die Anlage mit insgesamt 4 Pumpen. 2 Pumpen, die das Wasser in diesen Hauptbehälter hineinpumpen, im Zulauf, eine Pumpe im Ablauf sowie eine Pumpe, die hier das Wasser umwälzt. Die eine Pumpe, die das Wasser hineinpumpt, pumpt durch ein regelbares Ventil, sodass über dieses Ventil der Durchfluss gesteuert werden kann. Die Pumpe im Ablauf, die das Wasser hinauspumpt, ist in der Drehzahl regelbar, sodass auch hier der Durchfluss gesteuert werden kann. Zusätzlich ist hier noch ein Heizstab, der eingehängt werden kann, sodass hier die Temperatur in diesem Behälter gesteuert werden kann. Dann haben wir noch die Sensoren, die die Messwerte aufnehmen. Wir haben hier jeweils in der Ablaufpumpe sowie in der Zulaufpumpe einen Durchflusssensor. Das heißt, über diese regelbare Pumpe sowie über dieses regelbare Ventil können die Durchflüsse geregelt werden. Dann haben wir hier in dem Behälter unten einen Füllstandssensor verbaut, der über den hydrostatischen Druck den aktuellen Füllstand in dem Behälter misst. Wir haben hier zusätzlich zu diesem Heizstab ein PT100 für die Temperaturmessung. Und hier vorne haben wir noch eine Druckstrecke verbaut. Da kann man über den Kugelhahn etwas den Durchfluss behindern, sodass hier ein Druck aufgebaut werden kann. Und auch der wird nochmal über einen Sensor aufgenommen und am Ende über die 4 mm Buchse ans Bedienpult gegeben. Am Bedienpult der Anlage sind alle Signale, also die Eingänge und Ausgänge der Anlage, verfügbar über diese 4 mm Sicherheitsbuchsen. Angefangen hier mit 3 Lampen, also binäre Eingänge für die Anlage. Da können sich die Lampen an- und ausschalten lassen. Dann haben wir hier diese 5 binären Ausgänge, also 3 Schalter sowie 2 Taster, die auch hier über die Buchsen verfügbar sind. Wir haben hier die 3 Füllstandsschalter, die in den Behälter verbaut sind. Und dann hier die digitalen Eingänge, also die 4 Pumpen, die sich einschalten lassen, Pumpe M1, M2, M3, M4 sowie der Heizstab TC1. Als Messwerte, also analoge Ausgänge von der Anlage, haben wir den Füllstand L1, der hier unten verbaut ist über den hydrostatischen Druck. Wir haben den Durchfluss F1 durch dieses vordere Rohr, das das Wasser mit der regelbaren Pumpe aus dem Hauptbehälter hinauspumpt. Wir haben den Durchfluss F2, der ist an diesem hinteren Rohr verbaut, mit dem Proportionalventil für den Zufluss in den Hauptbehälter. Wir haben T1, also die Temperatur über den PT100 und wir haben unser P1, also der Druck, der hier oben aufgebaut werden kann. Dann hat die Anlage 2 analoge Eingänge für die Einstellung der regelbaren Pumpe hier vorne sowie für die Einstellung des regelbaren Ventils hier hinten.
Mithilfe von Laborkabeln lässt sich dann die Anlage über unser I/O-Board mit dem PC verbinden, sodass dann die kompletten Steuerungen und Regelungen mit dem PC ausgeführt werden können.